Kösem Sultan, Regentin, Königin Mutter. Als Kind wird sie verschleppt und nur wenige Jahre später steht sie dort, wo Intrigen über Leben und Tod entscheiden, an der Spitze des Osmanischen Reiches. Aber wie schafft es eine Sklavin, zur mächtigsten Frau des Palastes zu werden? Und warum endet ihr Weg nicht mit Ruhm, sondern mit einem Sturz so brutal, dass er bis heute nachhallt? Kösem Sultan war vermutlich griechischer Herkunft. Sie wird auf der Insel Tinos geboren. Als junges Mädchen wird sie verschleppt, bei einem Raubzug osmanischer Sklavenjäger, ein Schicksal, das damals viele Familien in der Ägäis trifft. Danach wird sie als Sklavin verkauft und gelangt über Bosnien in den Hofstaat. Schließlich landet sie im Harem des Sultans. Dort bekommt sie einen neuen Namen, Marpeika, ein Mädchen mit rundem Gesicht und heller Haut. Unter der Anleitung der Sultansmutter werden die Mädchen unterrichtet. Sie lernen lesen und schreiben. Sie müssen ein Instrument spielen können und vor allem die Regeln der Hofetikette beherrschen. Sie werden geformt, aber im Harem geht es nicht um Bildung, sondern um Kontrolle. Kösem ist erst 14 Jahre alt und sie lernt schnell, wie man hier überlebt. Sie fügt sich. Und dann kommt der Moment, der alles verändert. Sie wird dem Sultan vorgestellt. Ahmed I. Er ist 15 Jahre alt. Berichte beschreiben sie als außergewöhnlich. Schlank, mit hellem Teint und tiefbraunen Augen. Ahmed ist fasziniert. Und aus einer Sklavin wird plötzlich die mächtigste Frau im Palast. Schon wenige Monate nach ihrem Kennenlernen wird Kösem schwanger. Im März 1605 bringt sie ihr erstes Kind zur Welt, Schehzade Mehmed. Und damit verändert sich alles, denn im Osmanischen Reich bedeutet ein Sohn Macht. Im Jahr 1605 wird Marpeika offiziell erhoben. Der Sultan verleiht ihr den Rang Haseki Sultan, Hauptfavoritin. Damit ist klar, sie ist seine Lieblingskonkubine. Und sie wird nicht nur bevorzugt, sie wird bezahlt wie keine andere. Ihr tägliches Gehalt liegt bei 500 Asper. Später wird es sogar auf 1000 Asper erhöht. Mit diesem Aufstieg entscheidet sie sich für einen neuen Namen, Kösem, Anführerin. Ein Name, der nicht zufällig gewählt ist, sondern wie ein Zeichen wirkt. Sie will nicht nur überleben, sie will führen. Ein venezianischer Botschafter beschreibt Kösem als eine Frau von Schönheit und Weisheit, hochbegabt und vom Sultan mehr geliebt als alle anderen. Doch nicht jeder respektiert sie. Ihre Stellung sorgt für Spannungen, denn es gibt Rivalinnen, allen voran Ma-Firuz, die Mutter des erstgeborenen Prinzen. Und trotzdem ist es Kösem, die erhoben wird. Sie bekommt viele Kinder, Söhne und Töchter, und mit jedem Kind wächst ihr Einfluss. Denn im Osmanischen Reich ist ein Sohn nicht nur Familie, ein Sohn ist Politik. 1612 wird Murat geboren, und dieser Name wird später das Reich erschüttern, denn Murat wird Sultan und Kösem wird Königin Mutter. Drei Jahre später folgt ein weiterer Sohn, Ibrahim. Auch er wird später Sultan und Kösem wird damit zur Mutter von 2 Herrschern, eine Frau, die niemand mehr ignorieren kann. Sultan Ahmed ist sein Leben lang kränklich, doch bis 1617 verschlechtert sich sein Zustand dramatisch. Im November gerät seine Gesundheit endgültig in eine Krise. Und dann geht alles schnell.
Am 22. November 1617 stirbt Sultan Ahmed. Er ist erst 27 Jahre alt. Ahmeds Tod stürzt den Hof in Panik, denn plötzlich stellt sich die gefährlichste Frage im Osmanischen Reich: Wer wird der nächste Sultan? Der erste Kandidat ist Prinz Mustafa. Er ist Ahmeds Bruder. Jahrelang war er eingesperrt, abgeschnitten von Menschen. Und das hinterlässt Spuren. Der zweite Kandidat ist Prinz Osman. Er ist Ahmeds Sohn, aber er ist erst 13 Jahre alt. Und vor allem, er hat keine starke Mutter, die ihn führen, schützen, lenken könnte. Und so wird Prinz Mustafa zum Sultan gemacht, in der Hoffnung, dass sich sein Zustand bessert, wenn er endlich wieder unter Menschen lebt. Und jetzt beginnt Kösems Albtraum, denn mit Mustafas Thronbesteigung verliert sie ihren Platz. Alle Konkubinen Ahmeds, auch Kösem, werden aus dem Palast entfernt. Sie müssen in den alten Palast ziehen. Kösem wird von ihren Söhnen getrennt. Man nimmt ihr die Prinzen weg. Murat ist gerade einmal 5 Jahre alt, Ibrahim erst 2, und trotzdem sperrt man sie ein, allein und überwacht. Nach Ahmeds Tod wird zuerst Mustafa Sultan, Ahmeds Bruder. Aber Mustafa regiert nur 3 Monate. Dann wird er wieder abgesetzt, weil er als nicht regierungsfähig gilt. Ihm folgt Osman II., der erstgeborene Sohn Ahmeds. Doch Osman regiert nur 4 Jahre, er wird gestürzt und während einer Meuterei ermordet. Dann, nach Jahren der Angst, kommt Kösems Moment. 1623 besteigt ihr Sohn Murat IV. Den Thron. Er ist erst 11 Jahre alt und Kösem 33 Jahre, nicht mehr Konkubine, nicht mehr Witwe, sondern Regentin. Kösem wird berühmt für ihre Wohltätigkeit. Sie spendet an Bedürftige, sie besucht Gefängnisse und bezahlt Schulden. Sie hilft armen Familien, ihre Töchter zu verheiraten. Und selbst ihre eigenen Sklavinnen lässt sie frei, nach 2 Jahren Dienst. Sie sorgt für ihre Eheschließungen und für ihre Zukunft. Kurz nach Murats Thronbesteigung folgt die nächste Krise, denn die Janitscharen erwarten Geld, die traditionelle Thronbesteigungszahlung. Doch die Staatsmänner wollen sie nicht leisten, zu viele Sultane, zu viele Zahlungen. Doch Kösem widerspricht, sie zahlt. Und damit kauft sie etwas, das unbezahlbar ist: Treue. Denn von diesem Moment an stehen die Janitscharen zu ihr, ein Leben lang. Dann kommt das Jahr 1625. Die Hauptstadt wird von der Pest getroffen. Über 100.000 Menschen sterben. Kösem wirkt in dieser Zeit wie ein Anker, wie eine Hand, die das Reich zusammenhält, während alles wankt. Murat ist als Kind schwer zu führen. Er ist stur, unnachgiebig. Mehrere Briefe Kösems an den Großvezier sind erhalten. Darin schreibt sie, dass sie keine Kraft mehr habe, dass Murat nicht auf sie höre, dass er sie tagelang nicht sehen wolle. 1628 wird es gefährlich. Murat erkrankt schwer. Wochenlang liegt er im Bett. Kösem versucht, das Reich ruhig zu halten, um jeden Preis. Und manchmal bedeutet das wegschauen, Korruption tolerieren, Kompromisse schließen. Doch Murat denkt anders. Er will nicht nur verwalten, er will herrschen. Und genau hier beginnt der Bruch zwischen ihnen. 4 Jahre später eskaliert die Lage. Es kommt zum Janitscharenaufstand. Kösem fürchtet um ihren Sohn, denn Murat spaltet das Volk. Einerseits bewundert man ihn, weil er wieder persönlich Feldzüge führt, wie ein echter Sultan. Doch gleichzeitig wird er grausam, willkürlich. Er erlässt strenge Gesetze und lässt Menschen hinrichten, selbst für Kleinigkeiten, zum Beispiel für Alkohol. Mit den Jahren verändert sich Murat. Sein Körper wird schwächer, sein Konsum stärker und die Krankheit frisst sich durch ihn. Manche berichten, Murat habe im Sterben sogar die Hinrichtung seines Bruders Ibrahim angeordnet. Doch Kösem soll es verhindert haben. Wie auch immer, im Februar 1640 stirbt er.
Mit seinem Tod bleibt nur noch ein einziger Mann der Dynastie übrig, sein jüngerer Bruder Ibrahim. Und schon vor seiner Thronbesteigung ist klar, dieser Sultan ist nicht wie die anderen. Ibrahim gilt als psychisch instabil, verängstigt, jahrelang eingesperrt und innerlich zerbrochen. Doch das Reich hat keine Wahl. Ibrahim wird Sultan. In den ersten Jahren gelingt es Kösem, ihren Sohn zu kontrollieren. Sie lenkt ihn ab, sie gibt ihm Konkubinen, damit er beschäftigt ist und sich nicht in Politik und Misstrauen verliert. Während Ibrahim herrscht, regiert Kösem, gemeinsam mit dem Großwesir. Doch dann tritt ein neuer Einfluss auf den Plan: Djinji Hodja, ein religiöser Führer, ein Mann, der mit okkulten Praktiken arbeitet und der erkennt, wie verwundbar der Sultan ist. Djinji Hodja nutzt Ibrahims Angst, seine Unzufriedenheit, seine psychischen Probleme und langsam beginnt Ibrahim, sich gegen seine Mutter zu wenden. Mit den Jahren wird Ibrahims Herrschaft immer gefährlicher. Er lässt Menschen hinrichten, fast ohne Grund. Er vergibt Ämter an völlig Ungeeignete. Und irgendwann ist klar, dieser Sultan bedroht nicht nur Gegner, sondern das ganze Reich. 1647 wagt Kösem einen Schritt, der für eine Mutter kaum vorstellbar ist. Sie plant gemeinsam mit Großwesir Salih Pascha Ibrahim abzusetzen, doch der Versuch scheitert. Ein Jahr später kippt alles. Die Janitscharen schließen sich den Staatsmännern an. Ihre Forderung ist eindeutig: Ibrahim muss sterben. Kösem trifft sich im Topkapi-Palast mit den führenden Männern des Reiches. Stundenlange Beratungen. Am Ende wird Ibrahim hingerichtet. Und diese Entscheidung zerbricht Kösem innerlich. Nach Ibrahims Tod sitzt ein Kind auf dem Thron, Mehmed IV., 7 Jahre alt, und damit beginnt der wahre Kampf um die Macht. Nicht zwischen Männern, sondern zwischen 2 Frauen. Auf der einen Seite Kösem Sultan, erfahren, gefürchtet. Auf der anderen Seite Turhan Hatice Sultan, gerade Anfang 20, Mehmeds Mutter. Kösem will regieren, wie früher, alle Entscheidungen selbst treffen, die Janitscharen beruhigen, das Reich zusammenhalten. Turhan will nicht nur zusehen, sie will nicht, dass eine andere Frau über ihren Sohn herrscht. Sie will selbst entscheiden, selbst bestimmen, wer Zugang zum Sultan hat. Und je länger dieser Zustand dauert, desto mehr wird aus Rivalität Feindschaft. Und plötzlich steht ein Gerücht im Raum. Kösem plane einen Wechsel auf dem Thron. Sie will Mehmed absetzen, doch ihr Plan wird verraten und Turhans Leute handeln sofort. In der Nacht vom 2. September 1651 kommen sie. Sie suchen Kösem im Palast. Zimmer für Zimmer, Flur für Flur. Kösem versucht sich zu verstecken, doch sie hat keine Chance. Sie wird gefunden und getötet. Kösem wollte führen und sie hat es geschafft. Doch je länger sie regierte, desto mehr Feinde sammelte sie. Am Ende stand sie nicht nur gegen eine jüngere Frau, sondern gegen die Zukunft. Und genau das ist die Tragödie von Kösem Sultan. Sie hat das Reich gerettet, aber am Ende hat es sie zerstört.